Hallo! Hi, ich bin der Björn. Ich bin die Caro. Willkommen in unserem alten Haus. Kommt rein. Wir sind ein Einzelkulturdenkmal. Das heißt, dass dieses Haus in seiner Gesamtheit unter Denkmalschutz steht. Alles, was man neu macht, muss man so machen, wie es eigentlich der Ursprungszustand des Hauses war. Und im Innenraum ist man etwas flexibler, weil die Prämisse des Denkmalamtes ist, dass alles, was gemacht werden darf, im Inneren auch wieder reversibel sein muss. Hier stehen wir in unserer Diele, das Verbindungsstück von unseren zahlreichen Zimmern. Hier war alles früher geschlossen und wir haben das schön geöffnet. Den Boden haben wir komplett neu gestaltet, aus den alten Fliesen, die vorhanden waren. Die haben wir neu angeordnet. Was man nicht so richtig sieht, ist die Arbeit, die in den Boden gegangen ist. Also es war ein relativ langer Prozess, weil wir halt alle Fliesen einzeln von hinten vom Mörtel befreien mussten und die im Hof Stück für Stück abgeschliffen haben. Das sind 350 Stück ungefähr. Und dann halt jede Fliese einzeln mit Klebeband abkleben, inklusive der Oberfläche. Dann mussten die hier so verteilt werden und dann wurde das eben mit dieser Ausgleichsmasse ausgegossen und dann musste das ganze Klebeband und alles wieder runter. Das gibt so ein bisschen den rustikalen Look zu unserer ansonsten modernen Einrichtung. Kommt gerne rein, dann zeige ich euch das weiter. Also das ist jetzt die Küche, die haben wir hier mit dem Fenster zum Treppenhaus geöffnet, dass wenn die Kinder hoch und runter rennen, dass man direkt mit denen in Kontakt ist. Und hier waren die Toiletten, die zu dieser Zeit auch häufig in alten Häusern waren. Also das ist von 1899. Es gab Toiletten hier auf dieser halben Treppe und unten runter zum Keller. Die waren natürlich auch total marode und die mussten entfernt werden. Außerdem wollen wir lieber einen offenen Raum haben, einen größeren Raum, der sich zum Hof hin öffnet. Man sieht, wir sind leider noch nicht ganz fertig. Ist ein stetiges Projekt, was aber auch schön ist, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, ganz individuell und auf unsere Bedürfnisse angepasste Veränderungen so peu à peu zu erledigen. Und zudem haben wir ja auch ein paar Ideen, Inspirationen aus unseren Urlauben mitgebracht, aus Spanien, mit unseren Regalen, die wir gestaltet haben. Und es kriegt so einen leicht mediterranen Touch. Wir hatten noch keine Küche für 5 Wochen lang, wir hatten 4 Wochen lang keine Dusche. Aber wir hatten diese schöne alte Zinnwanne von dem Haus und konnten im Hof dann unser Geschirr spülen und die Kinder waschen, so wie es eigentlich zu der Zeit war, als das Haus neu gebaut wurde. Jetzt hatten wir hier früher eine Wand, die haben wir dann rausgenommen. Und dieses Zimmer hier war das ehemalige Schlafzimmer von dem Vorbesitzer. Also wir haben das gekauft, noch mit dem kompletten Inventar. Also ich glaube, so ein paar Sachen wurden rausgenommen, so die Erben auch selber gut fanden, aber das meiste war eigentlich nichts zu gebrauchen. Die hatten eine Eisdiele hier hinten im Hof und einen Kiosk später. Da haben die Mombacher Kinder ihr Eis gekauft. Es freut uns natürlich, dass das Haus so eine Geschichte hat und so ein paar Elemente aus dieser Zeit haben wir auch wieder mit in das Haus geholt. Das sind die ehemaligen Eiszylinder, wo das geschredderte Eis reinkam. Steht auch noch drauf, das sind 15 Liter Eis waren da drin. Genau, und das wurde dann da rausgelöffelt. Kombiniert haben wir das, so die alten Gegenstände. Diesen Krug, der ist hier auch, den hatte ich tatsächlich schon und der stand hier auch in dem Haus drin. Mit diesen etwas moderneren Einbauten, wobei das, glaube ich, auch eine traditionelle Art ist, Möbel zu bauen, aber eher so im südländischen Raum. Der Hauptkommentar, der immer kommt bei den Möbeln, wir haben ja in der Küche auch so ein Regal, ist eigentlich immer der, und wenn ihr es mal verrücken wollt, wenn ihr mal umdekorieren wollt, aber davon gehen wir einfach nicht aus. Wir finden es schön, dass das ein Teil des Hauses ist damit. Es ist in der Tat so, dass wir schon Wert drauf legen und deswegen dauert bei uns auch alles dann mal ein bisschen länger, dass es auch kostengünstig ist, dass es ja auch gerne mal ein bisschen nachhaltig natürlich, dass wir gucken nach gebrauchten Möbeln und Möbeln, die dann lieber auf und setzen sie dann neues Licht.
als alles neu von der Stange zu holen, und so entstehen dann solche Projekte. Genau, und das Machen hat auch wirklich Spaß gemacht, weil es so richtig was von Bildhauerarbeit hatte, da mit einer Handsäge und Schleifpapier aus den Steinen diese Öffnungen rauszumörteln. Also man kann es gar nicht sagen, was das hier war. Das war auch früher sowas wie ein Wohnzimmer, welches dann noch angeschlossen war direkt in die, ich glaube, ehemalige Küche. Das war auch verrußt, also man hat richtig gesehen, da wurde nicht viel geändert teilweise in den letzten 100 Jahren. Und ja, war wie gesagt super spannend, das so mitzuerleben. Und so auch mit den Türen, also die haben wir jetzt lackiert, aber dass sie hier so Risse und Dellen und Spuren haben, das gefällt uns. Dadurch, dass alles eine Geschichte hat, ist es auch, wenn es nicht ganz perfekt ist, so jetzt auch zurück zum Boden, wenn der eine Macke bekommt, dann bekommt er halt eine Macke. Aber er hat schon einige Macken aus seiner Geschichte. Genauso ist das mit den Türen, mit dem Haus als Ganzes. Ne? Es ist immer, es hat schon was erlebt und durch uns kriegt es wahrscheinlich noch weitere Spuren und das macht es eigentlich nur noch reichhaltiger. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Also wir können in diesen Raum hier noch durch eine weitere Tür einen Blick reinwerfen. Das ist eigentlich das geplante Arbeits- und Gästezimmer. Und jetzt ist es mehr Arbeitszimmer geworden von Björn durch die ganze Homeoffice-Geschichte. Und ich habe ihm dann zum Geburtstag diesen Schreibtisch eingerichtet. Hier sieht man auch noch einen Gegenstand, den wir übernommen haben von dem Haus. Der war irgendwo unter den ganzen alten Dingen vergraben und ich habe direkt gewusst, dass der hier bleibt. Und der war tatsächlich nicht da, aber der passt da farblich und von der Größe her perfekt. Und da sind jetzt unsere ganzen Masken drin. Und unser Corona-Schrank. Das Treppenhaus ist noch ein kleines Projekt. Das liegt unter anderem daran, dass wir noch nicht genau wussten, wie wir mit der Treppe umgehen. Also soll die lackiert werden, wollen wir sie in Natur lassen. Dieser Handlauf ist überhaupt nicht behandelt, der ist nur abgeschliffen und er fühlt sich schon so toll an, also dass ich ihn ungern lackieren würde. Ja, und wir lassen uns Zeit einfach mit der Entscheidung. Vielen Leuten gefällt das auch so und ja, also so langsam habe ich mich ein bisschen satt gesehen, aber passiert halt dann, wenn es passiert. Hier sieht man die Tür von dieser Toilette. Also es sieht jetzt so aus, als wäre da Mods was dahinter. Und es ist aber nur ein ganz, ganz schmaler Schrank, in dem unsere Jungs ihre Baseball-Sachen drin haben. Das passt auch ganz gut. Da hat jeder seinen Beutel. Und dann klappt man das mit ein bisschen Gewalt zu. Und dann ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, jetzt geht es hier hoch den ersten Stock. Das hier ist auch so ein Element, was uns direkt gut gefallen hat, weil es Licht hier oben in die Diele lässt. So wie es jetzt hier ist, so ähnlich war es auch schon vorher. Also hier war auch schon ein Einbauschrank, den haben wir komplett entfernt. Und der Björn hat dieses alte Brett hier aus der alten Eisdiele genommen, abgeschliffen und hier waren früher diese Zylinder drin mit dem Eis. Unsere schöne Speichertreppe, das war auch eine Sache, die uns direkt ins Auge gestochen ist, weil das so witzig ist, dass hier unten noch diese Stufe rauskommt. Die ist auch noch nicht fertig saniert. Da geht es hoch auf den Speicher in ein bisschen steilerer Form. Das ist ein Weg hoch zum Speicher, aber dann haben wir noch einen anderen Weg. Da kann der Björn auch ein bisschen mehr zu sagen, weil er es nämlich gebaut hat. Genau, es ist das Zimmer unseres größeren Sohnes. Das Dach musste komplett neu gedeckt werden, das heißt, das ganze Gebälk war frei. Und da kam der Gedanke auf, ob wir dem Kalle eben nicht oben sein Hochbett bauen, in den Dachboden rein. Und damit diese Sturzhöhe von 3,50 Meter dann nicht allzu hoch ist, haben wir eben die Leiter mit einem Zwischenpodest gebaut, die dann zusammen mit dem Netz
aber immer noch eine Offenheit nach oben zulässt. Und bislang, toi toi toi, ist uns auch noch kein Kind von oben nach unten gestürzt. So, dann gehen wir mal weiter ins Badezimmer. Das war auch ein Badezimmer vorher. Das wurde irgendwann das Obergeschoss in den 80er Jahren saniert. In der Entkernung haben wir eine Tür gefunden, die es hier hinten in der Ecke gab. Als sie dann aufgemacht wurde, war es natürlich so ein bisschen eine Schatzkammer, nur war leider anstatt einem Schatz war da Müll dahinter, den die Bauarbeiter von diesen Sanierungsmaßnahmen in den 80ern da einfach versteckt haben. Die haben tatsächlich von der Innenseite auf die Tür geschrieben. Wir mussten uns beeilen, ging alles ganz schnell, sorry für den Müll. Und dann 5 Namen, Gerd, Uwe, Jürgen. Genau, und einer von den 3 hat sogar seinen Nachnamen hingeschrieben, sodass wir dann probiert haben, mal zu recherchieren, haben auch ein Handwerksunternehmen gefunden. Und die dann angerufen, weil wir fanden, dass das eigentlich irgendwie eine nette Anekdote ist und die sich vielleicht auch drüber amüsieren, dass es zurückkommt. Genau, die Begeisterung war allerdings eher einseitig. Also mein Verdacht ist ja auch, dass nicht er seinen Nachnamen dahin geschrieben hat, sondern einer seiner Kollegen, um ihn zu ärgern. Ja, und hier an unserem Duschvorhanggestänge, das haben wir unten im Badezimmer auch schon selber gebaut. Das ist wieder sowas, was uns Spaß macht, aus einfachen Mitteln selber was herzustellen, was auch einfach wieder zurückbaubar ist und auf andere Art und Weise wiederverwendet werden kann. Es macht immer wieder Spaß, so Ideen zu entwickeln. Ja, ansonsten gibt es hier noch einen kleinen Blick in das andere Kinderzimmer. Das ist halt, wie ein Kinderzimmer halt ist. So, dann gehen wir hier in unser Schlafzimmer. Der Schrank, der hier steht, der ist auch noch aus dem Haus. Der stand auch schon mal unten, war komplett auseinandergebaut. Keiner wusste mehr, wo die Schrauben sind. Und er sollte auf den Müll. Und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen, dass er doch wieder hochkommt. Und hier sehen es wieder, dass halt so ein Möbelstück wieder ganz neu wirken kann und ganz neues Leben bekommt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Hof. Und raus mit uns. Wo jetzt hier unser Sandkasten und die Kürbispflanze ist, war früher ein Kiosk, also diese Eisdiele, von der wir schon erzählt haben. Nur leider war das alles total zerfallen und wir konnten es nicht retten. Das ist der Kiosk. Der ist Baujahr, würde ich sagen, 1950. Und man kann von außen in den Kiosk gehen, aber die Rollläden sind unten. Das ist die eigentliche Kiosktür. Hier sind auch noch ein paar Utensilien, die wir im Haus gefunden haben. Zu unseren Fahnenstangen draußen an der Fassade gibt es dann auch noch die passenden Festtagsfahnen. Zu besonderen Anlässen wurden die Fahnen damals montiert. Hier sind auch noch die Bistrotische, die wahrscheinlich früher im Hof gestanden haben. Der Hof hat ja einige Spuren irgendwie, glaube ich, von dem Eisdielenbetrieb. So haben wir überall Bänke, die angeflanscht sind an die Gebäude. Also hier, da vorne sind Träger gewesen, wo eben Sitzbänke waren, die dann wahrscheinlich zusammen mit den Tischen so ein bisschen der Außensitzbereich waren zwischen dem alten Eisdielengebäude, wo das Eis ausgegeben wurde, dem Kiosk. Und man kann sich dann vorstellen, dass es hier eigentlich vielleicht ganz lebendig war, als das alles in Betrieb war. Das ist so ein bisschen die schlichtere Seite vom Haus. Es gibt eine Showseite und es gibt diese Rückseite, die ja viele Häuser so aus der Gründerzeit haben. Was ganz anders ist von außen, aber das können wir uns gerne jetzt mal angucken. Hier hat man zwischen dem roten und dem gelben Klinker so eine Analogie an eine Fachwerkstruktur und Zierelemente und die Bögen. Das ist halt einfach viel detaillierter, viel feiner ausgearbeitet, diese Seite. Und da sind dann eben auch die Fahnenhalter drin. Es macht auf jeden Fall zur Straße ordentlich was her, bis hin zur Dachdeckung, die eben zur Straße hin in Schiefer gedeckt ist. Man hat uns gesagt, dass das wäre, damit das Haus eben dann, wenn dann der Kaiser mal vorbeikommt, nach außen hin eben auch entsprechend repräsentativ ist. Man sieht so einzelne Spuren eben auch von der Zeit, die haben es auch ins Mauerwerk geschafft.
Dieser Wein, der sich jetzt hier so zum Haus rüberrankt, der hat auch schon einiges mitgemacht. Der war schon hier, als die Eisdiele noch stand und war im Prinzip knietief, auch während der Bauphase, im Schutt begraben. Und nachdem das alles beseitigt war und der erste Sommer war, kam der relativ schnell wieder zurück und hat sich wunderbar erholt. Der freut sich, dass jetzt hier wieder Platz zum Wachsen ist. Ja, dann sagen wir Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Hat uns sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht und wir hoffen, ihr habt genauso viel Freude beim Betrachten des Hauses wie wir beim Drinleben. Also Okay. macht's gut. Tschüss.